Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist David Und ich bin Heide. und wir wollten euch eigentlich mal so ein kleines fast Live-Update geben. Wir sind gerade hier in Kasachstan an der Grenze zu Kirgisistan und ja, sind auf unserer Projektentwicklungsexpedition. Gerade sind wir wieder in einem bisschen touristischeren Gebiet, deswegen vielleicht, wenn ihr irgendwie Stimme im Hintergrund hört. Aber wir haben jetzt die letzten 4 Tage hier in einem ziemlich abgeschiedenen Tal Pikas gedreht und genau, sind eigentlich ganz happy mit den ersten Ergebnissen, die wir gemacht haben. Genau, Pikas sind Pfeifhasen, also hasenartige Tiere, die ungefähr so Feldhamster groß sind. Und da gibt es viele verschiedene Arten, die hier zum Beispiel leben in so felsenartigen Gebieten. Das heißt, die sitzen dann auf Felsen und gucken sich um und verschwinden dann ganz schnell wieder in den Felsspalten. Und das ist wahnsinnig spannend. Wir konnten viele Verhaltensweisen beobachten und auch filmen, wie die Nahrung sammeln für den Winter und so weiter. Also sehr, sehr, sehr spannend. Genau, und vielleicht nochmal zur Erklärung, was eigentlich so eine Projektentwicklung ist, weil viele werden sich fragen, die uns so ein bisschen länger verfolgen, arbeitet ihr nicht gerade an dem Feldhamsterfilm und kommt der nicht bald? Und wir haben auch, das haben wir noch nicht groß angekündigt, aber auf der Webseite findet man es schon auch noch einen anderen Kasachstan-Film von der Expedition aus dem letzten Jahr geplant, der gerade in der Post-Production ist. Da jetzt die Frage, so warum seid ihr schon wieder unterwegs und was macht ihr da eigentlich und was ist mit den anderen Filmen? Da vielleicht zur Erklärung, im Stadium, wie wir gerade arbeiten, hat man immer verschiedene Projekte zu verschiedenen Stadien sozusagen gerade in Bearbeitung. Und die letzten 2 Projekte, eben der Feldhamster und unsere Feldhamster-Kasachstan-Expedition aus dem letzten Jahr, sind eben gerade in der Post-Production, das heißt in der Fertigstellung, und die sind fertig abgedreht. Und was wir hier jetzt eigentlich machen, ist, dass wir, man könnte sagen, grob nach neuen Themen suchen. Ja, wir haben quasi uns schon ein Thema, wo wir einen Fokus drauf haben. Das sind eben diese Pfeifhasen und Pikas. Aber Genau, das Ziel von so einer Projektentwicklung ist zum einen nach einer Machbarkeit zu gucken, also kann man die überhaupt finden, wie kann man die filmen, welche Techniken braucht es dafür, also braucht man vielleicht noch ganz neues Equipment oder muss man neue Methoden entwickeln. ja, oder auch wie zugänglich sind die Drehorte. Wie gesagt, wir sind jetzt an einem Ort, wo man noch relativ gut hinkommt. Aber auch das war gar nicht so einfach, logistisch hier das ganze Kameraequipment und die ganze Drehtechnik hinzubekommen. Es wird jetzt nach und nach immer abgeschiedener. Ab nächster Woche sind wir geplant dann an der Grenze zu China. Mal gucken, wie das wird. Das ist dann komplett ohne jegliche Zivilisation und danach geht es dann eher in die Wüste und in die Steppe, wo wir eben nach verschiedenen Pfeifhasenarten suchen. Ja, und da ist eben für uns die Frage, können wir einen Film draus machen? Wir drehen natürlich schon ganz viel, haben jetzt schon ganz viel gedreht in der Hoffnung, dass man das Material schon verwenden kann, entweder für einen Trailer, vielleicht sogar schon für einen fertigen Film oder für eine Folge aus einer Serie, die vielleicht kommt. Genau. Genau, und mit dem Material können wir eben zum einen besser planen, falls man ein größeres Projekt daraus macht, Drehbuch weiterentwickeln, weitere Bilder entwickeln, eine Geschichte entwickeln, aber das ganze Projekt eben auch pitchen. Das heißt, jemanden vorschlagen, der das eventuell mitproduziert oder co-produziert. Genau. Genau. Und für uns ist es auch einfach wichtig, Pikas gibt es in Mitteleuropa gar nicht. Und das heißt, für uns ist es auch so ein bisschen einfach Kennenlernen der Art, das heißt so ein bisschen warm werden, einfach, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber springt der Funke einfach über vom Tier zu uns, also können wir uns für das Tier begeistern. Bis jetzt bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, die sind echt super putzig und sind coole Tiere. Was fandst du bisher am spannendsten? Ja, am spannendsten finde ich eigentlich das Verhalten, was wir jetzt die letzten Tage gefilmt haben, dass die halt vorsorgen für den Winter, indem die diese großen Blätterhaufen unter Steinen anlegen, um dann eben im Winter genug zu fressen zu haben. Das finde ich schon eine ziemlich coole Verhaltensweise. Ich finde aber auch rein technisch gesehen ziemlich cool, dass wir sehr, sehr viele Techniken, die wir eben für den Feldhamster entwickelt haben und ausgiebig getestet haben und wo wir einfach echt
routiniert drin sind, jetzt hier wieder verwenden können, weil die Art ähnlich groß ist, zum Teil ähnliche Verhaltensweisen hat wie Feldhamster. Insofern macht sich das gerade, für mich sieht das ganz gut aus. Das ist irgendwie ein schöner Übergang vom Feldhamster jetzt eine Art zu haben, die eben auch bodennah lebt, eben auch zum Teil unter diesen Steinen, also in einer dunkleren Umgebung, wo man aber irgendwie nochmal einen anderen Einblick hat als bei einem Feldhamsterbau. Also so ein bisschen, als ob man so einen Einblick in eine verborgene Lebensweise auch bekommt. Ja. Das vielleicht so ganz grob, was wir hier eigentlich machen. Vielleicht noch, wie bisher die ersten Tage verlaufen sind. Wir sind jetzt eben eine Woche hier und man kann eigentlich sagen, dass die ersten Tage alles andere als optimal verlaufen sind. Also wir hatten schon echt das Gefühl, dass wir gerade ziemlich vom Pech verfolgt sind. Willst du unsere Top 5 der Missgeschicke erzählen? Also, ja, einiges ist so für den Moment ein Schreck, was sich dann aber irgendwie klären ließ, aber das weiß man in dem Moment leider nicht. Nämlich ist einer von unseren Koffern halt nicht mit uns angekommen in Almaty. Das heißt, wir mussten dann erstmal irgendwie mitten in der Nacht, als wir angekommen sind, da noch zur Information und uns da irgendwie durchfragen, was ist jetzt mit diesem Koffer. Der kam dann Gott sei Dank noch an, was aber super wichtig ist, weil da eben Equipment drin war. Unter anderem unser Solarpanel und auch andere wichtige Drehtechnik. Auch die Ansitztechnik und so weiter, die Funkschärfe, und das sind alles Sachen, ohne die wir ziemlich aufgeschmissen wären und ohne eigentlich das ganze Projekt ziemlich auf der Kippe gestanden hätte, ob das überhaupt so machbar wäre. Ja, dann war das nächste, wir sind im Hotel angekommen und das Hotel war irgendwie fürs falsche Datum gebucht. Das war dann unser Fehler, weil wir in übelster Hektik und sehr kurzfristig das Projekt quasi jetzt hier noch begonnen haben. Und die erste Buchung auch einfach irgendwie blockiert wurde und es dann irgendwie in den anderen Monat gesprungen ist. Aber sie hatten noch ein Zimmer frei, weil jemand anders abgesagt hatte, und das war dann kein Problem. Ja, dann mit unserem Mietwagen, das klappt auch nicht so richtig, wie wir uns das vorgestellt haben. Da müssen wir jetzt nochmal Mietwagen tauschen auf ein geländefähigeres Modell, weil wir jetzt eben, wie gesagt, die nächsten Tage ziemlich weg von der Zivilisation sind, auch wo es keine Straßen mehr gibt, und da möchte ich einfach wirklich auf Nummer sicher gehen, dass wir da auch wieder rauskommen. Deswegen müssen wir jetzt nochmal Mietwagen tauschen, dafür wieder in die Riesenstadt rein, eigentlich hier aus dem absolut abgeschiedenen Bergtal wieder in die Millionenstadt zurück. Das war jetzt aber einfach was, das haben die Vermieter uns quasi erst gesagt, als wir schon vor Ort waren, und wir versuchen das jetzt einfach anzunehmen, darauf zu reagieren und das so zu planen, dass es trotzdem funktioniert. Genau, dann hatten wir noch ein Missgeschick mit unserer Drohne, die gecrashed ist und die wir erst nach einen Abend suchen, dann haben wir abgebrochen und am nächsten Tag nochmal einen halben Tag suchen wiedergefunden haben, zum Glück. Also ist auch das gut gegangen, auch soweit ohne größere Schäden. Propeller habe ich getauscht und repariert und die habe ich als Ersatz zum Glück mitgehabt. Aber was natürlich damit reinspielt, ist, uns fehlt dann die Drehzeit, die wir eigentlich geplant haben. Also wir haben eigentlich immer nur einen halben Drehtag für die Tiere gehabt und einen halben Drehtag uns mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, die eigentlich hätten sein müssen. Außer heute. Heute haben wir noch Establisher gedreht. Das heißt, schöne Landschaftsaufnahmen, Wanderszenen, und sind dann zu den Tieren gegangen. Und einen Tag hatten wir auch einfach echt schlechtes Wetter. Ja. Aber toi toi toi, es war der allererste Crash, den wir jemals mit einer Drohne hatten. Ja. Und Gott sei Dank auch nicht über diesen großen See, den man hier noch im Hintergrund sieht, sondern ja, ist halt hier einfach schön einmal ins Gebirge rein. Und aber es war wirklich ziemlich weit oben, ziemlich lange Wanderung, um die wiederzufinden. Wir haben auch kurz nicht mehr dran geglaubt, aber hat alles geklappt und alles. Was das Coole an der Geschichte war, dass wir dort oben auf 2700 Meter, wo die Drohne abgestürzt ist, tatsächlich dann auch noch Pika-Spuren gefunden haben. Das heißt, da gab es Blätterhaufen und auch Pika-Kot. Auch Pika-Kot, genau. Ja, das heißt, wir haben da oben noch einen Nachweis gehabt auf 2700 Meter Höhe von der Zielart, die wir hier gerade suchen. Auch eigentlich ganz cool. Wo ich gar nicht weiß, ob es dort schon für diese
Seite vom Tal dort für diesen Berg schon einen Nachweis gibt, aber auf jeden Fall cool und passt auch zu der Art ist, die auch auf der Höhe noch vorkommt. Also die leben durchaus auch sehr weit oben. Ja. Ja, so, das so als kleines Update, wie es jetzt für uns weitergeht. Jetzt hört man im Hintergrund schon wieder die Grenzsoldaten durchs Megafon rufen, weil die Grenze zu diesem Staudamm ist hier ganz in der Nähe. Ja, vielleicht das noch als kleine Anekdote. Man muss hier immer irgendwie je nach Tag an Grenzsoldaten vorbei, seinen Pass zeigen, alles ist irgendwie mit Kameras und Stacheldraht und keine Ahnung gesichert. Aber auch nicht immer. Die ersten 2 Tage waren wir hier, haben uns völlig frei bewegt. Da gehen an den gleichen Stellen aber auch Wanderwege lang, also offizielle Wege, wo die Leute einfach hier lang gehen, um Naherholung zu machen. Also nicht wirklich transparent und ersichtlich. Und als wir das erste Mal diese Soldaten gesehen haben, war das wirklich so, kommen wir heute überhaupt zu unserem Drehort oder müssen wir die andere Route nehmen, die einfach eine Wanderung von, ich weiß nicht, 4 Stunden 4 Stunden mindestens, ja. vorausgesetzt hätte, wie wir eigentlich das Tal abgelaufen sind. Also am allerersten Tag haben wir quasi eine große Wanderung gemacht und hier wirklich durch Beobachtung diese Pikas gefunden und uns im GPS eben die Punkte eingespeichert und haben 5 von diesen Pika-Familien, also so Orte gefunden, wo die wirklich dann einfach zu beobachten waren. Ja, genau. Und ja, das waren jetzt so unsere ersten Tage, also es ist ziemlich viel schief gegangen. Wir hatten am Ende trotzdem irgendwie noch Glück und konnten bisher alles noch irgendwie wieder hinbiegen, sage ich jetzt mal. Jetzt geht es für uns eben weiter ins nächste Gebirge an die Grenze zu China. Danach dann eher in die Halbwüste und dann geht es weiter in ein riesiges Steppengebiet. Auf YouTube geht es aber trotzdem hier auch weiter für euch. Wir haben noch 2 Videos vorgeplant für die Zeit, wo wir jetzt noch unterwegs sind. Die werden auf Englisch sein. Wir vloggen hier auch ganz viel, nehmen natürlich ganz viel mit, was hinter den Kulissen dieses Filmdrehs passiert, machen das auch auf Englisch. Wir warten sehnsüchtig auf die YouTube-Funktion, wo man Deutsch und Englisch in einem Video 2 Audiospuren übereinander legen kann und das dann auswählen kann, der Zuschauer, möchte er das Video in Deutsch oder in Englisch sehen. Wir würden das dann immer nachvertonen. Das wäre das Optimum für uns. Wir probieren einfach gerade mal so ein bisschen aus, wie die englischen Videos ankommen. Wir hoffen einfach, dass es bei euch trotzdem auch cool ankommt. Es gibt immer deutsche Untertitel. Es gibt immer deutsche Untertitel und es wird auch immer einfach Momente geben, wo situativ, wenn wir miteinander reden, zum Beispiel da auch deutsche Sachen dabei sind. Also es wird jetzt kein kompletter Switch. Genau. Und ja, das war's von uns. Ein kleines Lebenszeichen hier aus Kasachstan, Grenze zu Kirgisistan. Und wir sehen uns bald wieder. Die nächsten 2 Videos sind dann nochmal Videos aus Deutschland. Ich weiß gerade gar nicht, was das zweite Video ist. Es ist auf jeden Fall ein Feldhamster-Video dabei. Ein Feldhamster-Video, genau. Und dann ist noch eine andere Art dabei, wo ich ganz lange die immer wieder mal filmen wollte, habe das nie geschafft, weil es irgendwie nie gepasst hat. Ich hatte nie so richtig ein Projekt, wo es sich gelohnt hat. Und dann ist mir die Art ganz zufällig nochmal über den Weg gelaufen. Und dann habe ich mir eine Woche Zeit genommen, um die zu filmen. Da könnt ihr auch drauf gespannt sein. Ist, glaube ich, ein ganz cooles Video geworden. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir müssen noch ein kleines Stück zurückwandern. Es ist nämlich auch ganz schön kalt hier. Es ist echt kalt. Da hätte ich nicht gedacht. Wir waren letztes Jahr quasi einen Monat früher hier und es war wahnsinnig heiß. Auch eine andere Gegend, wo wir waren, klar, aber... Ja, aber die Vorhersage war auch nicht so, dass es so kalt ist. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall gespannt auf unsere Nächte im Zelt. Die nächsten 3 Wochen könnte kalt werden. Könnte kalt werden. Aber ja, das ist halt dann ein Expeditionsleben. Dann, also, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.